Hallo zusammen, ich bin die Anne. Ja, und ich bin Tobias und es freut uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir zwei sind im Moment zusammen im Allgäu unterwegs. Und heute geht's auf eine kleine Rundtour von Thalkirchdorf aus über die Salmaser Höhe wieder zurück. Ja, der Berg hat 1254 Meter, die Rundtour etwa 10 Kilometer, gut 500 Höhenmeter sind zu überwinden. Und wie ihr hinten am Gipfelkreuz seht, wir sind auch schon oben. Wir hatten eine ganze Menge Blümchen, die könnt ihr hier auch schon sehen. Ja, also es ist sehr malerisch. Bergfrühling. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir hochgekommen sind und wie die Tour hier sonst noch so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war am Ortsrand von Thalkirchdorf auf einem dort gelegenen Parkplatz. Dort hinten seht ihr auch schon den Höhenzug, auf welchen es gehen sollte. Der Beginn der Wanderung war recht gemächlich. Zunächst ging es gemütlich ein kleines Stück durch den Ort Lamprechts hindurch und dann folgten wir eine Zeit lang den Bahngleisen. Der entspannte Teil des Weges sollte aber nicht lange dauern. Dann ging es bergan. Zwar zunächst nur über Asphalt und dann über Schotter, aber bei strahlend blauem Himmel und entsprechender Sonneneinstrahlung ohne Schatten war auch das nicht ohne. Nicht ohne waren auch die Kühe. Das Jungvieh war in diesem Jahr wohl noch nicht allzu lange auf der Weide und noch dementsprechend ausgelassen und neugierig. Der offizielle Weg hätte uns hier auf die Weide geführt. Bei diesem gewichtigen und ungestümen Empfangskomitee folgten wir aber lieber ein Stück dem Zaun außerhalb der Weide. Sicher ist sicher. So verloren die Kühe das Interesse an uns und waren nach kurzem Stück bereits zurückgeblieben. Und wir konnten wieder auf den offiziellen Weg, was unter dem Zaun durch gar nicht so einfach war. Hier ist er übrigens, der Wanderweg. Und da geht es jetzt hoch. Sehr zu meiner Freude, wie ihr gleich hören werdet. Geben Sie einen Kommentar zu dem Erzfeind ab. Geil! So macht's Wandern Spaß. Nicht. Die grüne Wiese, einfach nur geradeaus hoch. Keine Serpentinen, kein nix. Ich lieb's ja. Bestes Training. Und in die Scheiße gehen. Und weiter ging es auf kürzestem Weg den Berg hinauf. Dann
Dann war die Wiese endlich erklommen und es wurde etwas waldreicher. Bis hierhin hatte ich ziemlich eindeutig mehr Spaß an der Wegführung als Tobi. Super tolles Höhenmetertraining. Kann man nur empfehlen. Nun, ganz Unrecht hat sie nicht. Der Anstieg ging schon ordentlich in die Beine. Vor allem, da wir in diesem Jahr vorher noch nicht übermäßig viele Höhenmeter sammeln konnten. Kaum unter dem Blätterdach hervorgetreten, belohnte uns der Weg mit einem tollen Abschnitt zum Genießen. Es ging über eine malerische Blumenwiese gen Gipfel. Am Gipfel selbst war dann einiges los. Trotz der vielen Menschen ließen wir es uns aber nicht nehmen, ein wenig die Aussicht zu genießen. Und als wir den Blick senkten, stellten wir fest, dass auch zu unseren Füßen ziemlich viel los war. Leider konnten wir hier nicht ewig verweilen und so machten wir uns schweren Herzens daran, unsere Wanderung fortzusetzen. Glücklicherweise mit weiterhin schöner Aussicht, Blümchen und ein wenig Wald. Dafür lohnte sich die Plackerei den Berg hinauf definitiv. Auch die Allgäuer Kühe genossen die Wiese und sicher auch die Aussicht. Für uns ging es nun an den Abstieg. Vorbei an der Ochsenschache bzw. dem Gemskopf, von wo aus man erneut eine schöne Aussicht hatte, ging es zunächst wieder über Wiese bergab. Es sollte aber nicht allzu lange dauern, bis die Wiese wieder in einen Feldweg überging. Highlight kurz vor dem Ende war die Alpe Schneidberg, welche wir selbstverständlich für ein Päuschen nutzten. Kuchen natürlich inklusive. Frisch gestärkt machten wir uns sodann an die letzten Meter erst nach Wiedemannsdorf und dann nach Thalkirchdorf.
heutige Tour liegt im schönen Allgäu, etwa mittig zwischen Oberstaufen und dem großen Alpsee. Von Thalkirchdorf aus ging es nach Durchquerung von Lamprechts über grüne Wiese bergan und sodann auf der Höhe entlang bis zum Gipfel der Salmaser Höhe. Der Abstieg erfolgt über die Ochsenscharre und die Alpe Schneidberg wieder zurück nach Thalkirchdorf. Ja, da haben wir es geschafft. Die Salmaser Höhe ist bestiegen. Und es war ein sehr schöner Weg. Am Anfang erst noch ein bisschen breiter und mit moderater Steigung. Hat sich dann aber schnell gesteigert hin zu schmalem Weg mit steiler Steigung. Wir waren dann relativ schnell auch am Gipfelkreuz angekommen. Und da oben war sowohl die Aussicht super schön, als auch die direkte Umgebung mit diesen vielen Bergblumen, die da überall waren. Ja, Ja, eine schöne Blumenwiese, die man da oben hat. Und zum Thema Wiese, ihr habt es gesehen, mein ganz spezieller Freund, die steile Wiese, war auch wieder mit am Start. Ja, insgesamt eine überraschend schöne Tour. Die hat sich so vorher in dem Stil gar nicht gelesen. Habe ich auf der Homepage gefunden vom Allgäu direkt. Kann man aber auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, Anstieg, wie es die Anne gesagt hat, kurz und steil. Der Abstieg dann genauso. wobei der am Ende dann auch ausgelaufen ist. Am wieder. Ende Also- läuft man wieder aus, wie man vorher Ja. auch eingelaufen ist. Also das geht dann schon ganz gut. Und ganz Allgäu-typisch natürlich, egal wo man unterwegs ist, man hat Aussicht in fast jede Richtung. Und viele, viele Kühe wieder mit den Glocken, die gibt es auch zu sehen. Auch viele Leute. Auf dem Weg selbst hatten wir die Ja. weniger, aber am Gipfel oben. Und dann bei der Einkehr auf der Alpe, die war auch Die super. war richtig gut. Kann man auf jeden Fall auch empfehlen. Da habt ihr ja gesehen, haben wir uns auch noch mal ein bisschen belohnt für die schöne Runde. Ja, haben wir es, oder? Ja, viel mehr gibt es Ja. nicht zu sagen zu der Also tollen Tour. kleine, feine Runde, ein paar schicke Höhenmeter waren dabei, schicke Aussichten. Ja, und dann haben wir es für dieses Mal wieder. Dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Tour wieder.